Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Jamis, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über unsere Familien sprechen. Sprichst du gerne über deine Familie? Ja, das tue ich. Ich liebe meine Familie sehr. Ich finde, Familien sind sehr wichtig. Da stimme ich zu. Familien helfen uns, lieben uns und machen uns zu dem, was wir sind. Kannst du mir von deinen Eltern erzählen? Natürlich. Mein Vater heißt Jon und meine Mutter heißt Mary. Jon ist Lehrer und Mary ist Krankenschwester. Das ist schön. Ich mag die Namen Jon und Mary. Mein Vater heißt Robert und meine Mutter heißt Sarah. Robert und Sarah sind auch gute Namen. Was macht Robert? Robert arbeitet in einem Büro. Er benutzt den Computer und telefoniert den ganzen Tag. Und was macht dein Vater Jon? Jon unterrichtet Mathe an einer Schule. Er liebt Zahlen und hilft Kindern beim Lernen. Das ist wunderbar. Und was macht deine Mutter Mary? Mary arbeitet im Krankenhaus. Sie hilft kranken Menschen und macht sie wieder gesund. Das ist sehr nett von ihr. Krankenschwestern sind sehr wichtig. Ja, das sind sie. Ich bin sehr stolz auf meine Eltern. Hast du Geschwister, Alice? Ja, ich habe eine Schwester. Sie heißt Lisa. Sie ist 10 Jahre alt. Das ist schön. Ich habe einen Bruder. Er heißt Tom und ist 8 Jahre alt. Wie lustig, Lisa und Tom sind beide jünger als wir. Spielst du mit Tom? Ja, das tue ich. Wir spielen Fußball und fahren mit unseren Fahrrädern. Tom ist sehr energiegeladen. Lisa malt und zeichnet gerne. Sie liebt es auch, mit ihren Puppen zu spielen. Manchmal spielen wir gemeinsam Brettspiele. Das klingt sehr spaßig. Ich mag Brettspiele auch. Welche Spiele spielst du mit Lisa? Wir spielen oft Mensch, ärgere dich nicht und Monopoly. Es macht immer Spaß. Ich liebe Mensch, ärgere dich nicht. Es ist ein einfaches Spiel, aber wir lachen viel dabei. Ja, Lachen ist der beste Teil beim Spielen. Hast du noch andere Geschwister oder nur Tom? Nur Tom. Er ist mein einziges Geschwisterkind. Und du? Ich habe auch nur eine Schwester, Lisa. Sie ist mein einziges Geschwisterkind. Es ist schön, eine Schwester zu haben. Wir können viele Dinge teilen und uns gegenseitig helfen. Ich stimme zu. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr Geschwister. Aber ich mag auch die Zeit, die ich mit Lisa verbringe. Ja, mehr Geschwister können mehr Spaß bedeuten, aber es kann auch laut sein. Das stimmt, unsere Familie ist klein, aber wir sind sehr eng verbunden. Kannst du mir mehr über deinen Stammbaum erzählen, Jamis? Sicher. Mein Stammbaum ist einfach. Ich habe meine Eltern Robert und Sarah und meinen Bruder Tom. Wir wohnen im selben Haus. Meine Großeltern sind auch Teil meines Stammbaums. Das ist schön. Ich habe auch Großeltern. Die Eltern meines Vaters sind Jon und Helen und die Eltern meiner Mutter sind Peter und Susanne. Du hast viele Namen in deinem Stammbaum. Ja, das habe ich. Ich finde es schön, die Namen meiner Großeltern zu kennen. Sie erzählen mir viele Geschichten aus der Vergangenheit. Kennst du die Namen deiner Großeltern? Ja, kenne ich. Meine väterlichen Großeltern sind George und Mary und meine mütterlichen Großeltern sind Robert und Anne. Das ist interessant. Ich denke, es ist wichtig, unsere Familiengeschichte zu kennen. Ich stimme zu. Die Familiengeschichte hilft uns zu verstehen, wer wir sind.
Manchmal frage ich meine Großeltern nach ihrer Kindheit. Sie erzählen mir Geschichten über ihre alte Stadt und ihre Eltern. Ich liebe diese Geschichten. Sie verbinden mich mit meiner Familie. Ja, Familiengeschichten sind sehr besonders. Sie lehren uns über unsere Wurzeln. Kannst du mir mehr über deine Eltern erzählen? Haben sie Geschwister? Ja, mein Vater Robert hat einen Bruder, meinen Onkel Mark. Und meine Mutter Sarah hat eine Schwester, meine Tante Lisa. Das ist toll. Ich habe auch einen Onkel und eine Tante. Mein Vater Jon hat eine Schwester, meine Tante Mary. Und meine Mutter Helen hat einen Bruder, meinen Onkel Peter. Also haben wir beide eine Tante und einen Onkel. Besuchst du deine Tante und deinen Onkel oft? Ja, das tun wir. Wir besuchen sie an Feiertagen und manchmal am Wochenende. Es macht immer Spaß, sie zu sehen. Ich empfinde das Gleiche. Wenn ich meine Tante Mary besuche, backt sie immer meine Lieblingskekse. Das klingt lecker. Ich liebe Kekse auch. Was ist mit deinen Cousins? Hast du welche? Ja, ich habe 2 Cousins. Sie sind die Kinder meines Onkels Mark. Ihre Namen sind David und Emily. Das ist schön. Ich habe eine Cousine von meiner Tante Lisa. Ihr Name ist Sophie. Cousins machen Spaß beim Spielen. Ich spiele oft Fußball mit David und gehe manchmal mit Emily in den Park. Das klingt sehr lustig. Sophie und ich spielen gerne Verstecken und fahren zusammen Fahrrad. Ich fahre auch gerne Fahrrad. Vielleicht können wir eines Tages alle zusammen fahren. Das wäre großartig. Ich liebe Familientreffen. Sie sind immer voller Lachen und gutem Essen. Ja, Familientreffen sind die besten. Wir feiern Geburtstage, Feiertage und manchmal einfach so. Ich feiere gerne mit meiner Familie. Wir machen immer viele Fotos und erzählen lustige Geschichten. Fotos sind wichtig. Sie helfen uns, die schönen Zeiten zu erinnern. Hast du ein Familienfotoalbum? Ja, das habe ich. Es ist ein großes Buch mit vielen Fotos von als ich ein Baby war bis jetzt. Ich sehe manchmal darin und lächle. Ich habe auch eins. Ich liebe es zu sehen, wie sich jeder im Laufe der Jahre verändert hat. Es ist erstaunlich, alte Fotos zu sehen. Meine Mutter sagt immer, sieh mal, wie klein du warst. Und wir lachen alle. Meine Eltern sagen das Gleiche. Ich erinnere mich an meine erste Geburtstagsfeier. Ich hatte einen kleinen Kuchen und viele Ballons. Das klingt sehr süß. Ich liebe Geburtstagsfeiern. Sie sind immer so fröhlich. Ja, das sind sie. Hast du Familientraditionen? Ja, haben wir. Jeden Sonntag haben wir ein Familienessen. Wir sitzen alle zusammen, essen gutes Essen und sprechen über unsere Woche. Das ist eine schöne Tradition. Meine Familie hat eine ähnliche Tradition. Wir essen jeden Abend zusammen. Und sonntags machen wir es mit einem großen Essen besonders. Das gefällt mir. Familiendinner sind eine gute Gelegenheit, um zu teilen und zu lachen. Ich stimme zu. Manchmal spielen wir nach dem Essen ein Spiel oder erzählen eine lustige Geschichte. Es macht den Tag sehr fröhlich. Familie ist mir sehr wichtig. Ich liebe meine Eltern, meinen Bruder, meine Großeltern, meine Tante, meinen Onkel und meine Cousins. Ich fühle das Gleiche. Meine Familie ist klein, aber wir sind sehr eng. Ich weiß immer, dass meine Familie mich liebt. Ja, Liebe ist der beste Teil einer Familie. Egal was passiert, meine Familie ist immer für mich da. Ich bin sehr dankbar für meine Familie. Sie helfen mir, sie kümmern sich um mich und sie bringen mich zum Lächeln. Ich bin auch dankbar.
Familien sind wie eine warme Decke. Sie lassen uns sicher und geliebt fühlen. Das ist eine schöne Art, es auszudrücken. Eine Familie ist eine Gruppe von Menschen, die sich lieben. Genau. Und selbst wenn wir manchmal Probleme haben, versuchen wir immer miteinander zu sprechen und sie gemeinsam zu lösen. Ja, Kommunikation ist in einer Familie sehr wichtig. Ich sage meinen Eltern immer, wenn ich traurig oder glücklich bin, und sie hören zu. Ich mache das Gleiche. Meine Eltern fragen mich immer, wie war dein Tag? Und ich erzähle ihnen alles. Das gefällt mir. Es lässt mich fühlen, dass meine Gefühle wichtig sind. Familien sind unsere ersten Freunde. Sie lehren uns viele Dinge und helfen uns zu wachsen. Ich stimme zu. Ich habe von meinen Eltern gelernt, freundlich und ehrlich zu sein. Sie sind meine besten Lehrer. Und ich habe von meiner Familie gelernt, zu teilen und zu sorgen. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein wegen ihnen. Familien sind ein Geschenk. Ich liebe meine Familie sehr. Ich liebe meine Familie auch. Ich sage jeden Tag in meinem Herzen, danke Familie. Das ist eine schöne Gewohnheit. Ich werde versuchen, das auch zu sagen. Bitte erzähle mir mehr über deinen Stammbaum. Ich würde gerne die Namen deiner Großeltern nochmal wissen. Sicher, meine väterlichen Großeltern sind Jon und Helen und meine mütterlichen Großeltern sind Peter und Susanne. Ich liebe es, ihre Geschichten zu hören. Das ist ein schöner Stammbaum. Ich werde es aufschreiben. Meine väterlichen Großeltern sind George und Mary und meine mütterlichen Großeltern sind Robert und Anne. Es ist gut, all diese Namen zu wissen. Ich fühle mich stolz auf meine Familiengeschichte. Ja, unsere Familiennamen zu kennen, lässt uns mit der Vergangenheit verbunden fühlen. Manchmal frage ich meine Großeltern nach ihren Eltern. Sie erzählen mir, dass mein Urgroßvater ein Bauer war und meine Urgroßmutter Lehrerin. Das ist sehr interessant. Ich möchte auch mehr über meine Urgroßeltern wissen. Ich werde später meine Eltern fragen. Ich denke, es ist wichtig, Fragen zu stellen. Es hilft uns zu lernen. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, lerne ich etwas Neues über meine Familie. Familien sind wie ein Baum. Unsere Eltern sind die Äste und wir sind die Blätter. Und unsere Großeltern sind die Wurzeln. Das ist eine schöne Art, es zu sagen. Ein Baum ist stark wegen seiner Wurzeln, genau wie eine Familie stark ist wegen der Liebe. Ja, Liebe ist die Wurzel jeder Familie. Sie macht uns stark und hilft uns zu wachsen. Das werde ich mir immer merken. Ich werde später Lisa von unserem Stammbaum erzählen. Bitte tu das. Ich werde Tom auch von meinem Stammbaum erzählen. Es ist gut, diese Geschichten mit unseren Geschwistern zu teilen. Ja, das Teilen von Geschichten lässt unsere Familiengeschichte weiterleben. Ich fühle mich sehr glücklich, wenn ich über meine Familie spreche. Es bringt mich zum Lächeln. Ich fühle das Gleiche. Über Familie zu sprechen ist wie in ein schönes Foto zu schauen. Es erinnert mich an all die guten Zeiten. Ich stimme zu. Familienerinnerungen sind sehr kostbar. Sie sind wie Juwelen in unseren Herzen. Ich werde mein Familienfotoalbum sicher aufbewahren. Ich möchte es eines Tages meinen Kindern zeigen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich möchte mein Album auch meinen zukünftigen Kindern zeigen. Wir müssen unsere Familiengeschichten lebendig halten. Ja, das müssen wir. Jede Generation sollte wissen, woher sie kommt. Ich werde meine Eltern bitten, mir mehr Geschichten über meine Großeltern zu erzählen. Vielleicht können wir ein kleines Familienbuch schreiben.
Das ist ein großartiger Plan. Ich würde dir dabei gerne helfen. Danke, James. Ich fühle mich sehr glücklich, einen so fürsorglichen Freund zu haben. Ich fühle mich auch glücklich. Heute haben wir viel über unsere Familien gesprochen. Das macht mich sehr glücklich. Ja, ich habe viele neue Dinge über meine Familie und deine gelernt. Ich liebe es zu teilen und zu lernen. Ich stimme zu. Das Teilen von Familiengeschichten lässt unsere Bindung stärker werden. Bitte erzähle mir eine lustige Geschichte über deinen Bruder Tom. Sicher, eines Tages versuchte Tom, alleine Kekse zu backen. Er hat zu viel Zucker hineingegeben und das Salz vergessen. Die Kekse waren sehr süß und sehr lustig. Das klingt urkomisch. Ich würde diese Kekse gerne probieren. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal mit ihm backen. Ja, das solltest du. Wir können alle zusammen backen und lachen. Was ist mit dir? Hast du eine lustige Geschichte über Lisa? Ja, das habe ich. Einmal versuchte Lisa ohne Stützräder Fahrrad zu fahren. Sie fiel sanft auf das Gras und sagte, ich bin jetzt ein Schmetterling. Wir haben alle so viel gelacht. Das ist sehr süß. Kinder sagen die besten Dinge. Ja, das tun sie. Ich liebe unsere kleinen Geschwister. Sie machen unser Familienleben spaßig. Ich stimme zu. Familie ist Spaß und Familie ist Liebe. Danke, dass du heute mit mir gesprochen hast, James. Ich habe unser Gespräch über Familie genossen. Danke, Alice. Ich habe es auch sehr genossen. Ich habe viel über deine Familie gelernt und fühle mich dir näher. Ich werde Lisa und Tom erzählen, dass wir über Familie gesprochen haben. Sie werden sich freuen, das zu hören. Ja, bitte sag es ihnen. Ich werde es auch meinen Eltern erzählen. Ich denke, sie werden gerne wissen, dass wir dieses Gespräch hatten. Das werde ich tun. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über unsere Familien sprechen. Ich liebe es, neue Dinge über dich und deine Familie zu lernen. Ich auch, James. Lass uns planen, uns wieder zu treffen und mehr Geschichten zu teilen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal über unsere Familientraditionen oder einen Familienurlaub sprechen. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich darauf. Ich sage immer, danke Familie, und heute sage ich, danke Freund. Ich sage dasselbe. Danke, Freund. Es ist schön, Freunde zu haben, die sich um Familie kümmern. Ich sehe dich das nächste Mal, James. Hab einen schönen Tag mit deiner Familie. Danke, Alice. Hab auch einen schönen Tag mit deiner Familie. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, James. Pass auf dich auf. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keins unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video!